Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für ein schnelles und einfaches Curry mit Blumenkohl und Kichererbsen. Dafür bereiten wir zunächst das Gemüse vor, eine große Zwiebel abziehen und anschließend fein hacken. Außerdem habe ich hier noch ein kleines Stück Ingwer, einfach schälen, dann fein hacken, 1 bis 2 Knoblauchzehen ebenfalls abziehen und fein hacken. Und zum Schluss noch einen großen Blumenkohl. Den könnt ihr entweder in Röschen teilen oder aber einfach zunächst in fingerdicke Scheiben schneiden und dann mit einem Messer grob hacken. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne oder einen Wok mit einem guten Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer in die Pfanne geben und für 2 bis 3 Minuten unter gelegentlichem Wenden bei mittlerer Hitze glasig anschwitzen. Als nächstes kommen die Gewürze dazu, ein gehäufter Teelöffel Currypulver, außerdem ein gehäufter Teelöffel süßes Paprikapulver, dann den Blumenkohl in die Pfanne geben, alles einmal gut umrühren, kurz mit anrösten und jetzt kommen auch schon die restlichen Zutaten in die Pfanne. Eine Dose abgetropfte Kichererbsen, eine Dose gehackte Tomaten und zum Schluss noch eine Dose Kokosmilch. Alle Zutaten einmal gut miteinander verrühren und das Blumenkohl-Curry anschließend für 10 bis 15 Minuten bei niedriger bis mittlerer Hitze köcheln lassen, gelegentlich immer mal wieder umrühren und so lange weiter köcheln lassen, bis der Blumenkohl gar ist und das Curry eine cremige Konsistenz erreicht hat. Zum Schluss mit einer guten Prise Salz sowie frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken und dann können wir auch schon servieren. Das Blumenkohl-Curry zusammen mit beispielsweise Reis auf tiefen Tellern verteilen. Für die Garnitur noch etwas fein gehackten Koriander oder etwas Petersilie drüber streuen und servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.